Here comes the rain again. Und Applaus, Applaus, Applaus! Schön ist es hier, schön, schön, schön nass. Nach links. Immer noch nach links. Moin. Wir lassen gerade hier halt hinter uns und machen Da noch, an unserem letzten Tag. genau, letzter Tag auf dem Rad heute. Das sind jetzt noch 50 Kilometer, weil wir haben in den letzten Tagen ein bisschen aufgeholt. Das war eigentlich auch ganz smart, dass wir quasi heute weniger fahren müssen. Weil das Wetter ist schon wieder mies, sieht schon wieder nach Regen aus den letzten Tag. Also, mal gucken, wie das so wird. Tja, und auch wenn das Wetter nicht so ganz ideal war, dafür war der Weg umso schöner. Die Strecke führte uns kilometerlang durch Wälder. Teilweise hat man das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf. Es ging einfach nur geradeaus durch Wald, Wald und Wald. Bis dann irgendwann wieder die Dünenlandschaft zum Vorschein kam. Tja, und dann ging so langsam der Regen los. Jetzt merke ich mein Knie wieder ein bisschen. Ich versuchte an diesem Tag nochmal alles ganz tief aufzunehmen und den Gedanken an zu Hause und an den Alltag noch gar nicht kommen zu lassen. Das Ganze klappte auch in dieser wunderschönen Umgebung sehr, sehr gut. Bis dann eine von uns den Fehler machte, darüber zu sprechen, dass wir doch jetzt 7 Tage ohne technische Probleme sehr gut durch die Strecke gekommen sind. Und wie so oft, wenn man dieses Thema anspricht, tja, dann 21 Kilometer gefahren. Björn muss sein Fahrrad aufpumpen. Denn vor einem Kilometer oder so haben wir festgestellt, dass hier alles nur Dichtmilch ist. dass da ein bisschen Dichtmilch rausgekommen ist. Nicht nur ein bisschen. Hier ist die Übeltäter. Hoffen wir mal. Bis die Luft jetzt drin hält. Weil wir haben keine Lust, an unserem letzten Tag noch einen Schlauch da reinmachen zu müssen. Tja, wie sagt man so schön, nach dem Platten kommt der Regen. Ja, irgendwie hier Unterschlupf. Der Baum hält es nicht wirklich ab. So, ein paar Meter weiter gefahren. Und jetzt stehen wir hier unter einem Baum, weil es nämlich natürlich jetzt angefangen hat zu regnen. Einer hier ist ganz krummelig und braucht jetzt unbedingt einen Keks. Na, ist ja auch super, wenn man gerade vor 2 Minuten Reifenstopp gemacht hat, um den Reifen aufzupumpen und dann plötzlich im Regen steht. So viel Spaß macht es halt nicht. Also heute haben wir wieder alles. So viel Sonne hatten wir heute noch nicht, aber kann ja noch kommen. Nach Wetterbericht wahrscheinlich nicht. Wir hatten noch gar keine Sonne. Gar keine. Gut, zugegeben, ich war schon ein bisschen schlecht gelaunt in diesem Moment. Der Platten nervte, der Regen nervte, ich selbst nervte mich, alles nervte irgendwie. Tja, und dann... Here comes the rain again. Oh, jetzt sinkt sie schon wieder. Ich mach die Kamera schnell wieder aus.
ist es hier. Schön, schön. Schön nass. Hier sieht man, wie die Dichtmilch rauskommt. Und da unten sieht man einen luftpumpenden Björn. Eigentlich sollte diese Dichtmilch langsam mal dicht. Ja, jetzt sieht man es deutlicher, dass nicht viel Luft drin ist oder es geht wieder raus. Sagt ihr schon, dass ich genervt war? So, mittlerweile das 4. Mal den Reifen aufgepumpt. Irgendwie knallt die Dichtmilch das Ding nicht dicht. Ich habe jetzt noch mal einen Zugstopfen reingepackt. Gucken, ob das funktioniert. Ansonsten bin ich genervt. Lüge. Ich war schon sehr genervt in dem Moment. Das ist ja fast sonnig gerade. Nach links. Immer noch nach links. Sagt sowohl das Garmin als auch das Schild hier. Ah, das ist total. Ja, ich dachte, ich habe die Links- und Rechtsschwäche. Gut, als dann diese Nebensächlichkeiten aus dem Weg geräumt waren, ging es endlich weiter Richtung Skagen. Und es rollte endlich wieder. Sieht auch so aus. Also ich finde, der sieht halt trotzdem ein bisschen platt aus. Aber es scheint nicht schlimmer zu werden. Gerade eben Rollt es wieder. Das Wetter ist besser, gerade es ist trocken. Und es scheint so, als wenn wir das Plattenproblem gelöst haben. Beziehungsweise Björn hat es gelöst. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Noch traue ich mir nicht hundertprozentig, aber halt eben geht zumindest wieder. Davon rollt es ja heute eigentlich auch wieder ganz gut. Auf den letzten Metern vor Skagen entdecken wir noch die versandete Kirche. Und die schauen wir uns kurz an. Wir sind angekommen in Skagen und sind fast am nördlichsten Punkt. Der ist noch ein bisschen da drüben. Und damit ist unsere Tour erstmal beendet, zumindest laut Karte. Es waren jetzt 588 Kilometer so grob. Längste Tour, die wir bisher je gemacht haben. Ja, vor allem ohne Pausentage dazwischen. Ohne Pausentage, genau. Kann man schon ganz stolz drauf sein. Genau, jetzt geht es zum Campingplatz. Gucken, ob wir da einen Platz kriegen, weil wir morgen recht früh einen Zug nehmen müssen, um nach Hause zu kommen. Da ist das Sheltern hier ein bisschen doof, weil es weit außerhalb. Und dann gibt es irgendwas Leckeres zu essen hoffentlich. Und dann mal schauen, was wir den Rest des Tages noch so machen. Also, Ja, also wir wollen Zeit. eigentlich noch hoch bis zur Spitze, da waren wir jetzt noch nicht. Also einfach sind ja auch viel zu viele Menschen. Viel zu viele Menschen. Aber ist ja auch Wochenende. Wir sind wahrscheinlich sowieso noch mal mehr da. Ja, das machen wir dann vielleicht gleich nochmal ohne Gepäck. Ja, wir müssen gleich hier weg.